Okay, das Ding ist, wenn ich sie regeneraten möchte... Oh, damn. Ich kann die customizen alle. Deine. Oh, das ist cool. Das Ding ist, Cemetery. Remember their courage. When a daughter dies, she ends in the cemetery. You can resurrect a daughter using resurrection tokens. Any memories the daughter has equipped are lost on death. Resurrection tokens are rewarded when successfully completing rescue missions or when unlocking certain remembrances. Okay, ja, hier sind meine Daughters. Ja, da ist der Birthing Pool. Remember their courage. Generate Daughter, ja bitte. Sincere. Give life to our daughters. Okay, pass auf. Ich mache das wie folgt. Unleash her on any who stand in her way. True wird regeneriert. Sacrifice Chamber. The only way to heal a daughter is to sacrifice another daughter of an equal or higher level. Higher level? Willst du mich verscheißern? Fuck you! The surviving daughter will be healed and receive a fragment of the sacrificed daughter's soul, gaining some of its power. The sacrificed daughter will be laid to rest in the cemetery. Ja, fuck you, dann halt nicht. Okay, da die aber direkt ausgesucht wurde, muss es eine Daughter der gleichen Klasse sein, wenn ich jetzt Mercy, oder hier Charity, wenn ich jetzt Charity nehme? Nee. Ah, hier kann ich selecten, okay. Okay, dann lasse ich es gerade sein. Remember their courage. Ich mache aber gerade noch eine. Innocente. Please, guide her well. Wenn ich jetzt rename, kann ich halt original einen Namen eingeben. Wie geil ist das denn? Ich nenne sie Nanley. Boom. Das ist ja cool. Okay. Ich glaube, aus Nanley mache ich eine Soulslinger Lady. Now, unleash her on any who stand in her way. Und dazu guck ich mal, was wir so für Optionen beim Customizen haben. Was ich ziemlich geil finde, muss ich sagen. Es war einfacher, immer die Randomized Options zu nehmen, weil dafür ist er da. Aber schauen wir doch mal, was wir hier alles haben. Das ist die Physio von gerade. Mhm. Alles recht simple Frisuren, was voll in Ordnung ist. Hallo. Looks kinda gut. Das ist so ein bisschen Siri, oder? Mhm. Glatt und gerade. Einseitig. Das mag ich. Das gefällt mir sehr gut. Simp Alert. Okay, ein paar, die sich ähnlich sind, aber nicht 1:1. Ein Kurzhaarschnitt. Wie viele gibt's hier eigentlich? Ah, Twin Tails. Darf nicht fehlen. Ich hätte gerne einen Counter, der mir sagt, wie viele es gibt. Die sind cool, das gefällt mir. Hier sind wir, okay. Ich glaube, ich gebe mir den Ponytail hier, der gefällt mir. Ich werde noch ein paar andere customizen. Augen, schwarz mit weiß. Kann ich... Ist Validate bestätigen? Oh Gott.
Ich wünschte, ich könnte ranzoomen. Oh. Ah, nicht gespeichert, damit. Customize. Ich gehe mal kurz hier lang. Da sind wir wieder. Augen. Okay, Augen sind nicht allzu viele. Ich sollte den ganzen schwarzen immer als Endpunkt nehmen, weil dann weiß ich, wo ich angefangen habe und wo ich ende. Ich glaube, ich nehme diese hier. Klottung. Ah, okay. Nur die Farben, weiß und schwarz. Was in Ordnung ist. Das ist mir ich mag diesen Artstyle voll gerne. Ich glaube, schwarz passt besser zu ihr mit dem Look. Waffen. Nicht über viele. Ich glaube, ich nehme diese hier. Was ist das? Ich meine, sie zuckt immer so ein bisschen, aber ich sehe gerade nicht, was der Unterschied ist. Was ist das? Sparkle-Effekt hier, um die Waffen. Schwarz, weiß, rot, schwarz. Sehr viel mehr Farben haben wir auch nicht. Okay, ja. Und was ist das hier? Okay. Das ist keiner cool, not gonna lie. Validate. Bestätigen. Bam. Habe ich Maximalmenge? 5 von 5, okay. Heißt... Give life to our daughters. Ich darf gar nicht mehr, okay. Aber es wird mir nicht ausgegraut, also ist das wohl noch möglich. Okay, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich besser aufgestellt bin, indem ich die Mädels nach und nach sind sie aber auch eine andere Frisur, die ist irgendwie nicht so toll. Indem ich die Mädels nach und nach alle mehr oder weniger, ja komm hier, mehr oder weniger gleichmäßig auflevel, dass ich immer was zum Sacrificen habe, oder ob es cleverer ist, ein paar wenige direkt auf ein wirklich hohes Level zu bringen, damit die so ein bisschen dominieren. Wahrscheinlich ein Mix aus beiden, oder? Ein High-Level Frontmann, Frontfrau und nach der Dreier-Schwadron von gerade 2 Supporter. Codex. The Red Mother. What really happened? I cannot say. We have exchanged our realities, my dear friend. My body is gone, but my spirit follows you. Together! Nein, Spaß. Together, we can stop the chosen one of suffering. Sever the link that unites them. I offer you my memories. Shape our daughters and send them to stop suffering before it is too late. Genau, wo sie sagt, our daughters. Ich meine, das sind ihre Töchter, sie ist die Mutter, klar. Bin ich jetzt der Vater? In dem Sinne, bin ich... Welche Rolle habe ich in diesem Game? Bin ich einfach nur da, um das zu steuern, oder bin ich wirklich existent? Bin ich ihr King Consort oder sowas in der Art? Oder bin ich wie so eine kosmische Existenz, mit der sie spricht oder so, ähnlich wie sie jetzt als dieser rote Spirit? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mother. I've lived for hundreds of years, and I have lost the taste of life during this immortal journey. My only goal was to protect the veil, no matter the cost.
Did all his pain and suffering lead me to this fateful moment? Was failure inevitable? My dear friend, we have gone through so much sorrow. Can you even remember my name? Through death, I will guide you. The Mother. 2 unbekannte Einträge. Blade Master. The Blade Master is a powerful, agile sword fighter. She is quick and deadly, but also more fragile than her sisters. Discipline is your sword. Never back off, and slay the enemy until your blade grows rusty with his blood. The veil must be protected by any means necessary. Shield Bearer. The Shield Bearer has more defense than her sisters, and is capable of controlling most enemies with her shield. Protect your companions. Consider their lives above yours. Each scar is a new medal. Your shield protects the body. Your body protects the soul. Soul Slinger. Kinda looks like Nelly. The Soul Slinger can attack at range, and has skills that help her sisters. Remember this. Nothing counts as much as blood. May each bullet be sanctified with the blood of your enemies. And if you can, aim between the legs. Das ist nicht, was da stand. Oh, the Child diesmal jetzt, okay. Plague Doctor. The Plague Doctor attacks with melee attacks and will focus the closest target. If 2 daughters are the same distance away, it will focus the one with less HP. Day after day they inspected the streets, observed the sick, and drew blood. Wearing their beaked masks, each visit by these cruel volatiles added a new chapter to my suffering. I have now remodeled them in my own way, and they obey me like broken puppets. Okay, The Child controlled die Plague Doctors und in dem Sinne wahrscheinlich auch die anderen Enemies. Aber wieso pöbeln die mich dann an? Wenn es heißt, the Other has come for the Chosen One. Oh, da bin ich the Other. Bin ich original the Other und nutze die Mother und die Daughters, um mir den Chosen One, das Child, zu schnappen? Bin ich the Other One? Der im Trailer erwähnt wurde? Kann das sein? Ich glaube nicht, aber es klingt jetzt von der Connection her gerade so ein bisschen danach. Fände ich voll cool. Plague Guard. The Plague Guard is heavily reinforced. It will focus the closest target. If 2 daughters are the same distance, it will focus the one with the most HP. Okay. Quarantine was declared. The city gates closed forever. But trying to protect themselves, they did nothing more than shut themselves up. A prison similar to mine, guarded by watchers that mistook madness for virtue. Plague Butcher. The Plague Butcher will focus the closest target, preferring a daughter already engaged in a fight. Kill Stealer. There were so many corpses. The river itself was teeming with floating bodies. It took a few charitable souls to butcher the puffy, disgusting, and purulent flesh. Did the depravity come from this ungrateful task? Or did I just flesh out what was lying deep in their hearts? The plea for putrid flesh. Cursed Therapist mit den Guns. The Cursed Therapist is a ranged combat opponent. It will use a delayed shot that does significant damage unless interrupted, but flees and shoots immediately if a daughter gets too close. It aims for the daughter furthest away on the timeline. Okay. Ich finde es interessant, dass offensichtlich jede Art von Gegner irgendeinen anderen Fokus hat. Und wenn du das alles auswendig lernst, kannst du damit bestimmt gut arbeiten. Das werde ich aber wahrscheinlich erstmal nicht hinkriegen. Serums and decorations filled my body like a morbid cornucopia. Jesus. Each injection became more painful. A violent burn scorching my skin and flesh. Now that my executioners have joined my legions, I sneer quietly in the shadows.
Maybe all this suffering was necessary after all. Scavenger. The scavenger is swift and attacks in packs. The first scavenger to spawn will aim for the furthest daughter, and all other scavengers will aim for this target until there are no scavengers left on the map. I could hear them. Again and again. It never stopped. Whenever I closed my eyes, they were there, nibbling my bones, slicing into my marrow like a macabre feast. Was it a fever that made me delirious? However, every time I woke up, I saw monstrous footprints in the wet clay. Mein Gott, das sind eine Menge Enemies. Und die Icons können wir schon sehen. Das hier ist, glaube ich, das Child, oder? Nein, warte, nein. Okay. Remembrances. Remembrances give you access to bonuses that last through the whole recollection. Welches da ist unsere Tagestimeline. A remembrance remains unlocked once it is unlocked. Das ist gut, danke. Even if you start a new recollection. Ah, okay. Unlocking a remembrance doesn't activate it automatically. You must use shards to activate it. You earn shards every time you complete a mission, but your pool of shards is limited to those you had at the start of the recollection. Once you start a new recollection, you get access to all your earned shards. Okay, also wenn ich jetzt sage, ich habe am Anfang dieser Recollection habe ich 10 Shards, kann ich in der ganzen Recollection nur diese 10 Shards benutzen, auch wenn ich zum Beispiel 100 neue in der Recollection sammle. Die kriege ich dann beim Start der nächsten, richtig? Habe ich richtig verstanden. Ich habe aber gerade noch gesehen, Codex. Memories und Events. Memories of the Mother. Recalling memories by slaying enemies will unlock a chapter of the Mother's history. Oh. Oh, okay. Events. Unlock ich wahrscheinlich auch durch die Art. Which. Increase the critical chance of a skill by 5%. Die kann ich ausrüsten irgendwo, richtig? Chapter 1, Page 4. Age of Shattering. 1217. A group of villagers were approaching our fields. Something was wrong. It was clear by the way they walked, or how they spoke amongst themselves. "There she is!" one of them shouted, pointing in my direction. "The bleeding Voidkin!" Never had I seen such fury in someone's eyes, and so I fled as quickly as I could, their screams ringing in my ears all the while. Mama ist nicht beliebt. Rush. Increase the damage of a skill by 50. Chapter 1, page 13. Age Shattering 1219. The wind rips at my face as I dash around the large oak tree for a 13th time, collapsing in a breathless heap on the ground. Warm laughter fills the air, and from beneath the tree, the guide speaks with a bemused lilt to his voice. "What happened, little magpie? Yesterday you ran around it 5 more times. If I am to convince those Nostra heads to send you along to their esteemed swordsman, you ought to be able to do a few laps. Now up you get." My lungs burning, I get up again, but not before throwing a fistful of grass in his direction. Das war nicht nett. Das gibt eine Menge hier, mein Gott. Smoke. Decrease the target's armor by 40 points. Chapter 2, page 10. Age of Shattering 1235. A strange thing, to no longer retch at the scent of burning flesh. Impossibly black smoke billowed from the pile of corpses as my master tossed another limb into the flames. We had arrived too late, with half the villages already torn asunder by the creature's mindless rampage, by the time we managed to strike it down. Nonetheless, the remaining villagers thanked us for saving them, but would they still have sung my praises had they known what I was? Aber was bist du, Guardian? Increases damage done by the target by 25% for 30 initiative units. Chapter 3, page 5. Age of Shattering 3099.
War das Age of Shattering jetzt so eine ganz lange Zeitspanne? Von Anfang 1200 bis Ende 13. Jahrhundert? Also das 14. Jahrhundert sogar schon. Oder gab es mehrere davon? Von diesen Ages of Shattering. They say the Khan soldiers aren't human, you know. Don't really believe it myself. Probably some hogwash to lower their enemies' morale, I reckon. Besides, we've got the Huntress blade. Nothing to worry about, eh? The paladin gave a hearty chuckle, nudging me in the shoulder with a wide grin. My irritation must have slipped through the cracks, for he quickly cleared his throat and corrected his posture. That is to say, ma'am, don't want you or the troops worrying none. Not that I think you're worried. What with your skills and all, and me at your side, but... Before I could prattle on further, I ultimately boarded the ship. Ich finde diese Artwork sehr interessant. Chapter 5, Page 14 ist das letzte, okay. Remembrances, Damage left eyeball. Start a run with 2 memories. Torn from its socket, this eyeball stares infinitely into nothingness. Surrounding the pupil is a golden halo that oozes blood from its myriad of gashes. Activate. Kann ich nicht. Doch, kann ich. Ach, der brauchte keine. Habe ich das richtig gesehen? Charts to allocate 0, aber da unten sind auch 0, also kann ich das machen. Start a run with 2 memories. Sonst habe ich nichts? Nein. Die Memories. Nanley. That's cool. Hat keine Trades. Frage mich, wo ich die... Remember their courage. Immer. Wo ich die aktivieren kann. Diese Memories. There we go. Memories recovered. Memories are obtained when killing certain enemies. They are upgrades you can assign to your daughter's skills, adding various effects, anything from increasing damage or defense to impacting the timeline. Additionally, every memory unlocks a new part of the codex in the memory section. Wieso muss ich jetzt dreimal drücken, damit das weggeht? In a Void, darf ich nochmal rein? Gut. Available Memories, here we go. Nanley is Bay. Ich komme nicht drum rum. Ich werde mir ein paar eigene erstellen, definitiv. Und da werde ich dann voll attached zu werden und voll devastated am Arsch sein, wenn die sterben. Okay, Nanley. Available Memories. Equipped Memory, ja, alles klar. Place Memory. Damage of a Skill. Memory Incompatible? Was heißt das? Ist die nur für... Heißt Guardian, wahrscheinlich ist die nur für Dingens, für, Saches, Shieldbearers oder so. Ich glaube, ich gehe erstmal mit Drill. Damage of a Skill bei 20%. Ist mehr als nur 50, vor allem wenn du mal einen guten Crit reinkriegst oder sowas. Kostet 100 Tropfen. Besserung, Errungenschaft freigeschaltet, jawohl. Geben wir ihr Drill. Und belassen es erstmal dabei, weil wir haben kein Zeug mehr dafür. Und da würde ich sagen, bin ich an einem Punkt, an dem ich eigentlich ganz gut in die nächste Memories recovered, ja. 2. Okay, jetzt da. Ja.